Ich bin Christoph Smolich. Willkommen im Video zum Thema Urknalltheorie. Die Urknalltheorie, auch bekannt als Big Bang Theorie, besagt, dass das ganze Universum aus einem winzigen Punkt entstand, der irgendwann mal explodierte. Ich behaupte, diese Theorie ist falsch und im Laufe dieses Vortrags werde ich Ihnen erklären, warum. Zunächst schauen wir uns an, wie die Urknalltheorie entstand. Die Theorie basiert auf der Entdeckung einer Rotverschiebung im Licht von entfernten Galaxien. Was ist diese Rotverschiebung? Das ist nichts anderes als eine Frequenzabnahme des Lichts. Das heißt, die Farbe des Lichts verändert sich in Richtung Rot. Von daher der Name Rotverschiebung. Bei einer Frequenzzunahme würde sich die Farben in Richtung Blau verändern, dann hätten wir eine Blauverschiebung. Seit vielen Jahren wird das Licht von Himmelskörpern analysiert. Es wird dabei das Frequenzspektrum des ankommenden Lichts untersucht. Daraus lässt sich die chemische Zusammensetzung der Objekte ermitteln, die das Licht ausstrahlen. Jedes chemische Element strahlt nur bestimmte Frequenzen aus. So ein Frequenzmuster ist für jedes chemische Element spezifisch. Auf diese Weise kann man aus dem Licht erkennen, ob es sich um Wasserstoff, Sauerstoff, Natrium oder ein x-beliebiges Element handelt. Mit bloßem Auge sieht man das nicht, dafür werden Spektrometer verwendet. Bei solchen Messungen ist eine Anomalie aufgefallen. Im Licht von fremden Galaxien sieht man diese Frequenzmuster auch, aber nicht exakt an ihren Positionen. Sie sind niederfrequenter. Diese Muster sind in Richtung Rot verschoben. Das ist ein regelmäßiges Verhalten. Es tritt bei allen chemischen Elementen gleichermaßen auf und das sehen wir im Licht aus allen Richtungen. Es gibt nicht wirklich viele Möglichkeiten, derartige Abweichungen zu erklären. Man hat sich für eine Erklärung entschieden, die auf dem Doppler-Effekt basiert, und zwar auf dem longitudinalen Doppler-Effekt. Dieser Effekt tritt auf, wenn sich der Abstand zwischen dem Sender und dem Empfänger einer Welle verändert. Bewegt sich der Sender auf den Empfänger zu, wird eine höhere Frequenz empfangen als gesendet. Bewegt sich der Sender vom Empfänger weg, sinkt die Frequenz. Da die Rotverschiebung eine Frequenzabnahme ist, müssten sich die Lichtquellen, also die Galaxien, von uns entfernen. Und wenn sie sich permanent wegbewegen, dann müsste dieser Prozess irgendwann in einem einzigen Punkt angefangen haben. Es musste also mal eine Urexplosion gegeben haben und ab diesem Zeitpunkt breitet sich das Universum permanent aus. So entstand die Urknalltheorie. Das ist aber noch nicht alles. Man hat festgestellt, dass der Grad der Rotverschiebung mit der Entfernung der Galaxie zunimmt. Je weiter eine Galaxie entfernt ist, desto größer ist die Rotverschiebung. Das würde heißen, dass die Geschwindigkeit der Galaxien mit der Entfernung steigt. Sie werden immer schneller. Und das ist der Punkt, an dem das Urknallkonzept an seine Grenzen stößt. Solch eine Geschwindigkeitszunahme wird dazu führen, dass irgendwann die Galaxien die Lichtgeschwindigkeit überschreiten. Laut der Relativitätstheorie ist das eigentlich nicht möglich. So kommen in der Urknalltheorie sehr aufwendige Erklärungen zum Einsatz, wie Raumzeitkrümmung, dunkle Energie, Schleifen, Quantengravitation und so weiter. Sie können sich das detailliert im Internet anschauen. Ich empfehle Wikipedia. Suchbegriff Urknalltheorie. Auf jeden Fall ist das Ganze extrem kompliziert. Grundsätzlich ist die Urknalltheorie eine Verkettung von Hypothesen. Jede neue Theorie bezieht sich auf die vorherige. Der einzige wirklich handfeste Fakt ist, dass es diese Rotverschiebung tatsächlich gibt. Der ganze Rest ist nur hypothetisch. Mein Vorschlag ist, wir überlegen uns, was sonst noch diese Rotverschiebung verursachen könnte. Hier findet eine systematische Frequenzabnahme statt, die mit der Länge der passierten Strecke zunimmt. Das Licht besteht aus Photonen. Aus der Planck'schen Formel wissen wir, dass die Energie eines Photons
direkt proportional zu seiner Frequenz ist. Das heißt, würden die Photonen auf ihrer langen Reise geringfügig, peu à peu, ihre Energie verlieren, würde das zu solch einer systematischen Frequenzabnahme führen. Im Moment kennen wir keine Mechanismen, mit denen sich solch eine Energieabnahme erklären lässt. Würden wir den Grund für diesen Energieverlust finden, so würde das die beobachtete Rotverschiebung vollständig erklären. Mit dem Beantworten einer einzigen Frage hätten wir ein sehr logisches und plausibles Modell. Die Urknalltheorie ist dagegen ein Konstrukt voll mit offenen Fragen. Wieso explodierte dieser eine Punkt? Nach welchen physikalischen Regeln hat sich das abgespielt? Wie sah die atomare Materie kurz nach der Explosion aus? Wieso beschleunigt das Ganze? Fragen über Fragen, für die es nicht mal ansatzweise Antworten gibt. Es ist für mich unverständlich, wie man sich an einem solch diffusen Konzept so festklammern kann. Ähnlich war es ja auch vor Kopernikus. Damals gab es ein sehr kompliziertes Modell unseres Sonnensystems. Diese Vorstellung war aber fest etabliert und die damalige Wissenschaftswelt hat sie mit allen Kräften verteidigt. In der Schule lernen wir, dass die katholische Kirche der Hauptgegner des kopernikanischen Modells gewesen ist. Ich denke, der wirkliche Hauptgegner war die Wissenschaftswelt selbst. Sie wollte ihr damals fest etabliertes Wissen einfach nicht aufgeben. Heute lachen wir über manche Modelle aus der Vergangenheit. Die Erde wäre flach, das Universum drehe sich um die Erde. Man denkt, wie konnte man an so etwas glauben? So wird man in Zukunft über die Urknalltheorie denken. Mit unserem Energieverlustkonzept lässt sich die beobachtete Rotverschiebung auf einen Schlag erklären. Dann gibt es keine Phänomene und keine Anomalien. Das Einzige, was zu beantworten ist, wie kommt dieser Energieverlust zustande? Die Photonen sind sehr lange unterwegs, Millionen von Jahren. Sie wandern übers Vakuum. Wir nehmen an, solch eine Wanderung ist absolut verlustfrei und kann ewig unverändert fortgesetzt werden. Eigentlich haben wir keinen Grund für diese Annahme. Die einzige Beobachtung des Verhaltens des Lichts bei so langen Strecken kommen ausgerechnet von diesen Messungen. Sonst liegen keine anderen Messergebnisse vor. Es könnte einige Ursachen geben, die zu diesem minimalen Energieverlust der Photonen führen. Meine Erklärung hängt mit Teilchen zusammen, die seit über 80 Jahren bekannt sind, und zwar Neutrinos. Die Neutrinos gibt es überall, auch im Vakuum. Sie werden auch beim Zerfall der Materie beobachtet. Mein Postulat ist, das Neutrino ist der Grundbaustein des Universums. Die Neutrinos bilden ein unsichtbares Netz, das sich über das ganze Universum erstreckt. Sie können auch feste Konstrukte bilden, in denen sie zusammengehalten werden. Das ist Materie. Um so ein Konstrukt zu bilden, wird Energie benötigt, die dann in der Materie gespeichert wird. Beim Zerfall der Materie wird diese Energie freigesetzt. Solche Entsteh- und Zerfallprozesse finden überall im Universum statt. Bei Urexplosionen von Sternen, bei Sonnenbrennen, bei Supernova-Explosionen und so weiter. Alle diese Prozesse führen zur Bewegung der Neutrinos im Universum. Außerdem, die Galaxien sind in Bewegung. Das verändert die Konzentration der Neutrinos im intergalaktischen Raum und führt zum Fluss der Neutrinos im Netz. Wenn unsere Photonen solche Strömungen des Neutrinonetzes passieren, verlieren sie ihre Energie und Frequenz. Wir kennen einen Effekt, bei dem die Frequenz der Photonen sinkt. Und das ist wieder ein Doppler-Effekt, allerdings nicht der longitudinale wie vorher, sondern der transversale Doppler-Effekt. Er tritt auf, wenn sich der Sender quer zum Empfänger bewegt. Dann ist die empfangene Frequenz immer niedriger als die gesendete.
Es gibt nur eine Frequenzabnahme, niemals eine Zunahme. Nach dem Prinzip müsste man erwarten, dass die Queranteile dieser Netzströmungen zu einer Frequenzsenkung führen. Auf einer sehr langen Strecke wird das immer wieder passieren, so würde die Frequenzabnahme mit der Länge steigen. Und das ist genau das, was wir beobachten. Damit wäre die beobachtete Rotverschiebung erklärt. Das heißt, das Universum breitet sich gar nicht aus. Eine Urexplosion hat es nie gegeben. Soviel zum Thema Urknall. Die Interpretation, die ich Ihnen vorgestellt habe, basiert auf meinem alternativen Physikkonzept. Dazu gibt es eine kurze Einführung im Anschluss. Damit bedanke ich mich für das Zuschauen. Machen Sie es gut. Auf Wiedersehen. Was brauchen wir jetzt? Fakten haben wir genug. Wir müssen uns bloß von manchen Interpretationen trennen. Wir müssen das Ganze, was wir wissen, neu einsortieren. Das ist die Gravitation, Elektrizität, Magnetismus, Photonen und eine Zusammenfassung. Diese Kraft kommt vom Netz. Das ist keine Anziehung. Der Planet verformt das Netz und das verformte Netz drückt den Ball zu den Planeten. Aber in diesem Abschnitt ist ganz anderes. Die Funktion ist steigend. Mit der steigenden Entfernung wird die Anziehung nicht schwächer, sondern stärker. Das ist doch ein Haltemechanismus. Einmal drin wird das Proton hier festgehalten. Je weiter weg, desto mehr angezogen. Das, was wir elektromagnetische Wellen nennen, sind keine Wellen, sondern Strömungen von Photonen. Solch einen wechselgetriebenen Antriebsmechanismus gibt es nicht. Die Geschwindigkeit des Lichts lässt sich dadurch auf die klassische Weise errechnen. Die Zeit läuft in einem konstanten Tempo, die Definition der Länge ist fix. Für derartige Interpretationen gibt es überhaupt keinen Bedarf.